Von Desinformation spricht man, wenn jemand absichtlich eine falsche Behauptung aufstellt. Dadurch sollen Menschen, die das sehen, lesen oder hören, beeinflusst oder sogar manipuliert werden. Angenommen, du findest auf Social Media eine Behauptung, dass Schokolade gegen alle Arten von Krebs hilft. Dabei gibt es gar keine wissenschaftlichen Studien oder Expertenmeinungen, die diese Behauptung stützen. Das einzige Ziel dieser Meldung ist also, Menschen dazu zu bringen, Schokolade zu kaufen. Das wäre ein typisches Beispiel für Desinformation. Desinformation ist auf den ersten Blick oft sehr schwer zu erkennen. Grundsätzlich hilft es jedoch immer, sich anzuschauen, woher eine Information stammt, wer diese verbreitet und wie sinnvoll sie erscheint. Denn oftmals widerspricht Desinformation dem, was von einem Großteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Thema angenommen wird. Und deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass du diese Meldung exakt so in einer seriöseren Nachrichtenseite finden wirst. Es gibt beinahe kein Themenfeld, in dem nicht Desinformation verbreitet wird. Besonders viel wird es jedoch bei Geschehnissen, die sehr viele Menschen betreffen, beispielsweise dem Krieg in der Ukraine, der Corona-Pandemie oder auch dem Klimawandel. Denn der Klimawandel betrifft letztendlich uns alle und deswegen ist es auch ein Thema, was sehr vielen Menschen Angst und Sorgen bereitet. Und genau das versuchen wiederum Menschen auszunutzen, die Desinformation verbreiten. Sie behaupten dann beispielsweise, dass die Erde gar nicht wärmer werden würde oder dass wir Menschen daran nicht schuld seien. Und dabei gibt es überhaupt keine Zweifel daran, dass dem so ist. Und trotzdem versuchen sie, einige Menschen so dazu zu überzeugen, dass man zum Beispiel gar nichts gegen den Klimawandel unternehmen müsste. Denn viele Maßnahmen sind sehr teuer oder würden bedeuten, dass wir uns einschränken müssten. Und genau das gefällt ihnen nicht. Um herauszufinden, ob eine Nachricht wahr oder falsch ist, gibt es einige einfache Schritte, die du befolgen kannst. Als erstes schau dir mal die Quelle der Nachricht an. Handelt es sich dabei um eine dir bekannte, verlässliche Nachrichtenseite oder stammt die Information von einer dir unbekannten Seite, zum Beispiel aus dem Netz oder aus den sozialen Netzwerken? Als nächstes solltest du den Inhalt der Nachricht überprüfen. Gibt es konkrete Informationen, Fakten oder auch Quellenangaben oder basiert die Nachricht nur auf Meinung, Behauptung ganz ohne Beweise? Außerdem kannst du versuchen, die Information unabhängig zu überprüfen. Suche nach anderen verlässlichen Quellen, die dir die Nachricht bestätigen. Wenn du keine anderen seriösen Quellen findest, dann könnte die Nachricht fragwürdig sein. Auch auf Rechtschreibfehler kannst du zum Beispiel achten oder auf seltsame Bilder oder gefälschte Fotos, denn auch das sind alles Anzeichen dafür, dass es sich um eine gefälschte Nachricht handelt. Und falls du dir nicht sicher bist, ob eine Nachricht im Endeffekt wahr oder falsch ist, dann im Zweifelsfall besser nicht weiter verbreiten, denn Desinformation und der Erfolg hängt vor allem sehr stark davon ab, wie viele Menschen mit dieser Desinformation in Kontakt treten.